Ja, lieber himmlischer Vater, thank you for this morning. wir danken dir für diesen Morgen. Thank you for this study we can have here. Wir danken dir für dieses Studium, was wir jetzt hier haben können. When you created, you bless us. Ich bete, dass du uns segnen mögest, That you help us to understand the things that are written in your word. dass du uns hilfst, die Dinge, die in deinem Wort sind, zu verstehen. Help us to understand what our duty is in this time. Hilf uns, unsere Pflicht in dieser Zeit zu verstehen. Help us to use your grace so that we can fulfill all these requirements. Und hilf uns auch, deine Gnade in Anspruch zu nehmen, damit wir all diese Ansprüche auch erfüllen können. And pray to bless now for Marcus is leading out. Bitte segne jetzt Bruder Mark, wenn er die Klasse anleitet. Bless Lawrence when he's translating. Segne bitte Lorenz, wenn er übersetzt. And bless us as we're listening. Und segne bitte uns, wenn wir zuhören. And also bless the live stream. Und bitte segne auch den Livestream. We thank you and ask for this in Jesus' name. Und wir danken und bitten das in Jesu Namen. Amen. Okay, good morning everyone. Guten Morgen alle zusammen. Okay, so we've been going through the book of Daniel, Wir haben uns das Buch Daniel angeschaut. and it's the way the Lord is teaching us at the end of the world is line upon line, Die Art und Weise, wie der Herr uns ja hier am Ende der Welt lehrt, ist Linie auf Linie. and the lines specifically have a structure to place his word in. Und die Linien geben ja diese Struktur vor, um das Wort dann da hinein zu platzieren. And basically, the structure is this 2 times the trouble with a little time of peace in the middle. Und letztendlich diese Struktur ist diese 2 Zeiten der Trübsal mit dieser kleinen Zeit des Friedens dazwischen. Okay, so now we read this quote the other day from Pamphlets 120, the one that talks about where the pioneers talk about the first time of trouble was the First World War. Und wir haben letztens ja das Zitat von einem Pionier gelesen aus den Pamphleten 120, wo die erste Zeit der Trübsal über diesen Ersten Weltkrieg sprach. And they said that then the time of peace was this time to give this last warning message Und sie haben dann gesagt, dass die Zeit des Friedens dazu da war, diese letzte Warnungsbotschaft zu geben, before then the final conflict would come. bevor dann dieser finale Weltkonflikt kommen würde. And that final conflict that they were referring to with this was the next world conflict, which was the Second World War. Dieser finale Konflikt, auf den sie Bezug nahmen, war dann der nächste Weltkonflikt, nämlich der Zweite Weltkrieg. And in the Second World War, right, 6 million Jews perished. Und in diesem Zweiten Weltkrieg sind ja über 6 Millionen Juden umgekommen. And the Jews are a symbol of those that have rejected Christ. Und die Juden sind ein Symbol für diejenigen, die Christus verworfen haben. Okay? So, the point I want you to see is that she says, in 1847, she says, that time of trouble is not the time of trouble where the 7 last plagues are going to be poured out, but a short time before they're poured out while Christ is in the sanctuary. Einmal sagte er im 1847, dass diese Zeit hier der Trübsal noch nicht die Zeit der Trübsal ist, wo die 7 letzten Plagen ausgegossen werden, sondern eine kurze Zeit bevor sie ausgegossen werden, während Christus noch im Heiligtum ist. Okay, so she's talking about 1848, she's talking about the Sunday law crisis. Sie spricht von 1848 über diese Sonntagsgesetzkrise. So Christ is in the sanctuary till when? Christus ist im Heiligtum wie lange? Until he says it's done, right? Bis er sagt, es ist geschehen. And that's right here, right? Und das ist vollkommen Sinne hier. So the time of trouble that she's speaking about is the Sunday law crisis from the time till Christ says it is done, Die right? Zeit der Trübsal, über die sie dort sprach in der Vision, ist also hier die Sonntagsgesetzkrise bis zu dem Punkt, wo er dann sagt, es ist geschehen. So it's one time of trouble, Es right? ist also eine Zeit der Trübsal. Then you have this little time of peace, Und dann haben wir diese kleine Zeit des Friedens, followed by this last crisis, right? gefolgt von dieser letzten Krise. And who's dying in this time period? Und wer stirbt in dieser Zeit hier? All those that rejected Christ,
all diejenigen, die Christus verworfen haben. There's no Christians dying in this time period In anymore. dieser Zeit, da stirbt kein Christ mehr. Okay, so you see that this little crisis and this this little crisis here, where you have 2 times of trouble and a time of peace, is just typifying trouble, peace, right? Diese Krise, die Sonntagsgesetzkrise, die kleine Krise, wo auch 2 Zeiten der Trübsal sind, schattet letztendlich das im großen Maße voraus, wo du dann eine Zeit der Trübsal hast, eine Zeit des Friedens, sondern diese letzte Krise. Everybody follow? It's just a repeating pattern at a different level, Es ist right? einfach nur ein wiederholendes Muster auf einem unterschiedlichen Niveau. And what the Lord wants to get to see, we put Daniel 2 on this big pattern, right? Und wir haben ja dann Daniel 2 auf dieses große Muster hier gelegt. Okay, the head, the silver, the brass, and then it comes down to this 4th kingdom, right? Kopf, das Gold, dann das Silber, das Bronze und dann kommt es hier hinab zu diesem 4. Reich. Okay, and the 4th kingdom is the one that's going to be murdering all those people that have rejected Christ. Und das 4. Königreich ermordet dann all diejenigen, die Christus verworfen haben. Which was the destruction of Jerusalem. Und das war auch die Zerstörung Jerusalems. Because who died in the destruction of Jerusalem? Denn wer hat in der Zerstörung Jerusalems, wer ist dort umgekommen? All those that rejected Christ, right? All diejenigen, die Christus verworfen hatten. Okay, this is what the point is trying to teach us. This 4th kingdom is going to destroy those that have rejected Christ, Das right? 4. Königreich wird diejenigen zerstören, die Christus verworfen haben. Okay, so I just wanted us to see that, and then as we went to Daniel 7, right? Das ist, was ich euch zeigen. Und dann sind wir weitergegangen zu Daniel 7. But Daniel 7 is showing us taking the same 4 kingdoms, but it's showing it on a smaller level, right? Daniel 7 nimmt dieselben 4 Königreiche und zeigt uns das auf einer kleineren Ebene auf. Okay, so we went to this other day. We have the oh, excuse me, I'm jumping ahead. Of the lion and the bear, Das ist gezeigt, wir haben den Löwen und den Bären. and then it's followed by the leopard, right? Dann ist es gefolgt von diesem Leoparden. And what did we show from this? Und was haben wir damit gezeigt? Who's one beast, Margaret? Be specific. The lion and the The lion and the bear, Der right? Löwe und der Bär ein Tier sind. Okay, it's one kingdom. Ein Königreich. This is the north, Das ist hier ist der Norden and this is the south that retaliates against the north, und das ist right? der Süden, der gegen den Norden zurückschlägt. So, in the little time of peace, who is it that gets forgotten? In der kleinen Zeit des Friedens, wer ist es, der dort in Vergessenheit gerät? woman. The woman. Where's the woman sitting? Die Frau. Und wo sitzt die Frau? On the head. Be specific. There's lots of symbols there. Where is she sitting? All Where, Margaret? on the north and on the south. She's sitting on the south. Wo sitzt die Frau auf I dem don't Süden? think so. Das glaube ich nicht. Come on, look. Who's the king of the north? Oh, Wer ist der König des Nordens? It's the woman and the south, right? This is where she's sitting on the south, right? Also der König des Nordens ist sozusagen die Frau und der Süden, also die Könige aus dem Süden, die zusammenkommen. Okay, this is retaliating. This is when they're rejecting her, right? And they're coming against the rest of the south who's still in agreement with the north, right? Und das ist ja, wo sie jetzt diese Frau verwerfen, der Süden verwirft die Frau und sie kommen jetzt gegen den Norden, also die Frau und diejenigen, die mit der Frau noch zusammen sind. You've got to spend time looking at these things very closely to understand what is being illustrated, right? Ihr müsst Zeit verwenden und diese Dinge sehr genau betrachten, um zu verstehen, was dort illustriert wird. But I want us to understand that this woman reigns all the way to the end, right? Ich möchte euch verstehen lassen, dass diese Frau bis zum Ende regiert. This is where she gets forgotten, right? Das hier ist der Zeitpunkt, wo sie in Vergessenheit gerät. This is her punishment, Das ist ihre Bestrafung. right? And so what I want us to understand is this leopard here is punishing her right at the end. Deswegen, das ist hier, dieser Leopard bestraft sie hier direkt oder genau am Ende. Okay. So
still many things that I'm trying to comprehend with that, but nonetheless, right? And then it takes you to the Es gibt noch viele Dinge, die ich noch darüber verstehen möchte, aber das ist jetzt erstmal nebensächlich. the dragon that has 10 horns, right? Und dann gibt es ja noch den Drachen, der diese 10 Hörner hat. Yes. Yeah. So when you put it up there, right? So you have 1260. Also diese 1260 Woman forgotten. ist die Frau vergessen. And what happens to her right here? Was passiert mit der Frau genau hier? She's remembered, right? Es wird wieder gedacht. So if she's remembered, what's she doing? Wenn an sie wieder gedacht wird, was tut sie dann? She's sitting on the 10 kings, right? Sie sitzt auf diesen 10 Königen. So you have this woman and the 10 kings, right? Die Frau auf den 10 Königen. Just like you had here, the woman and the 10 kings, right? Genau wie hier die Frau und die 10 Könige. Okay, so it's just a repeat, and then you have this 1260, Dann right? haben wir hier diese 1260. Everybody following? Können die da soweit folgen? Okay, now in Daniel 7 it says, then you'll know the truth about the what? In Daniel 7 sagt es, dann wirst du die Wahrheit über was wissen. The fourth beast, Das right? 4. Tier. Okay, so it's important. It's all about this fourth, right? Geht letztendlich um dieses 4. Tier. Because at the midnight cry, what are you facing? In der Mitternachtsruf, womit kommst du ins Angesicht? The death decree, right? Ein Todesdekret. What are you facing here? Womit kommst du hier ins Angesicht? Death decree, right? Auch mit einem Todesdekret. So, what I understand is trying to get you to see is all Bible prophecy has been led down to this time, to the fourth kingdom, right? Was ich euch sehen lassen möchte, ist letztendlich die gesamte biblische Prophetie möchte uns hier zu diesem 4. Reich letztendlich hinunterführen. When this two kingdoms, paganism and papalism, right, when they're going to murder all those people that have rejected Christ. In Heidentum und Papsttum letztendlich all diejenigen umbringen werden, die Christus verworfen haben. Now, I'm not denying that there's going to be martyrs in here who have not rejected Christ. Ich möchte aber natürlich nicht verleugnen, dass es hier in dieser Zeit, in dieser Fraktal, noch Märtyrer geben wird, die Christus nicht verworfen haben, sondern vielmehr ihn bekennen. Okay, much we've got to understand. But the point is that it's the Bible wants to emphasize about the fourth kingdom, right? Also gibt es noch vieles, was wir da verstehen müssen. Aber den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass die Bibel ganz klar das 4. Königreich hervorheben möchte. Okay, Job's tested twice, right? Hiob ist zweifach geprüft worden. Christ said, unless you a man be born twice, Und right? Hiob sagt ja, es sei denn, dass du zweimal geboren wirst. Okay, so you have your first birth here, Das ist deine Erstgeburt hier, but you've got to get through this second test and have this second birth, aber right? du musst dann durch den zweiten Test gehen und deine zweite Geburt erhalten. So you've got to come out of the belly twice, Du right? musst also zweimal aus dem Bauch hervorgehen. But the whole emphasis is on this one, that when you come face to face with death, right? Die ganze Betonung liegt auf diesem zweiten Test hier, wenn du nämlich mit dem Tod ins Angesicht kommst. Right? Richtig? Okay. So, turn to Daniel chapter 8. Gehen wir jetzt zu Daniel 8. Now, we're not going to read through all Daniel 8, but we're going to just quickly go over the things that we've been looking at. Wir werden jetzt nicht nochmal ganz durch Daniel 8 durchlesen, aber wir werden einfach nur ein paar Punkte nochmal kurz anschauen, die wir uns bereits angeschaut haben. But Daniel 8 is the same vision as Daniel 7, Aber right? Daniel 8 ist dieselbe Vision wie Daniel 7. So, when Daniel's having this vision, what's the first thing he sees? Als Daniel diese Vision hat, was ist das Erste, was er sieht?
he sees the ram, right? Er sieht diesen Widder. And it has two horns, right? Dieser Widder hat 2 Hörner. And one is higher than the other, right? Das eine Horn ist höher als das andere. So, which kingdom is this? Welches Königreich ist das? Yes, but in relation to what we've been looking at this Also morning. mit Persien, aber in Bezug auf das, was wir heute Morgen angeschaut haben. It's only the USA. Das ist nur die USA. It's the king of the north, right? It's the woman sitting on the 10 kings, right? That's what's right there. Des Nordens. Das ist die Frau, die auf diese 10 Königen sitzt. This is the north, right? Das ist der Norden. So, okay. So, and then, and the ram, what does it do? Und was macht der Widder? Okay, push it in 3 directions, Er right? stößt in 3 Richtungen vor. So, I'll just put times 3, right? Jetzt schreibe einfach hier mal 3 hin. Okay, and then it says Du sagst weiter hier. in verse 5, Und zwar Daniel 8, Vers 5. in fact, just before we read that, in verse 4, Oder lass uns auch nochmal in Vers 4 etwas schauen. I saw the ram pushing westward and northward and southward so that no beast might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will and became great, right? What is it that, what's Trump's slogan? Was ist Trumps Wahlspruch? I'll make America great again, Ich right? will Amerika wieder groß machen. Okay, and how is America going to be great? In what sense? Und wie wird Amerika groß sein? In welchem Sinne? Well, that's before that. That comes to here. But how's he going to make America great again? Also sie werden zu dem großen Wohlstand kommen, aber das ist ja die Zeit davor hinführen zum Sonntagsgesetz. Aber wie wird Amerika wieder groß machen? How did Hitler make Germany great again? Wie hat Hitler Deutschland groß gemacht? What did he start doing? Was hat Hitler angefangen zu tun? No. He did do that, but that's not what we're looking at. Sorry, Peter? No, that's a bit. He did do that, but I don't know that made him great again. What was it? It made. Okay, was Germany just a one single country? War Deutschland einfach nur ein einziges Königreich? Had it lost No. some things after the First World War? Hat es irgendwas nach dem Ersten Weltkrieg verloren? What had he lost? Was hat Deutschland verloren? Land. Er hat sie haben Ländereien verloren. Okay, first thing he did is he walked into the Sudetenland, Was Hitler gemacht hat, ist, er ist dann zum Beispiel ins Sudetenland wieder einmarschiert. right, into Czech Republic and took it back, right? Diese tschechische Republik und hat das einfach wieder zurückgenommen. Then he walked into this country, right? Ist auch nach Österreich zum Beispiel gekommen. Okay, he started taking his empire back, right? Er hat angefangen, sein Kaiserreich sozusagen wieder zurückzunehmen. The point I want to make, it was an empire, Der right? Punkt, den ich machen möchte, ist, er hat ein Kaiserreich in dem Sinne angefangen aufzubauen. Germany wasn't alone, it was a conglomerate of countries, right? Deutschland war nicht alleinstehend, sondern es war ein Zusammenschluss von mehreren Ländern. Okay, so anyway, the point is that he's conquering geographical areas, and that's what's making him great. Der Punkt ist, er erobert hier geografische Regionen in Vers 4 und das macht ihn groß. This is what made Rome great, Und right? das ist auch, was Rom dazu geführt hat, dass Rom groß wurde. It did the very same thing. When he conquered those 2 places, he did it peaceably, right? Als er nämlich diese 2 Orte erobert hat, hat Rom es friedlich gemacht. Right? Austria and Oder Hitler. Sudetenland, there's no shots fired. He just walked in there and took them, right? Also Hitler hat die friedlich sozusagen annektiert. Er hat da nicht irgendwie kämpfen müssen, sondern Sudetenland und Österreich konnte er einfach so anschließen. This is teaching us something because Rome did the same thing. They made an alliance and then they just walked in and took over the whole country, right? Das lehrt uns etwas, denn auch die Römer haben damals einfach so Bündnisse geschlossen und haben dann einfach
die friedlich annektiert, diese Okay. Länder. So these are things in history that we must understand because they're teaching us. Das sind Dinge in der Geschichte, die wir verstehen müssen, denn die lehren uns natürlich etwas für uns. Okay, now go to verse 5. Jetzt zu Vers 5. And as I was considering, behold, a he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. So, based upon Daniel 7, this is this same kingdom, right? Das haben wir gelesen, basierend auf Daniel 7 ist das also hier dasselbe Königreich. So you have this kingdom coming, and he has this leader, right? The he-goat. Wir haben also hier dieses Königreich, was hier aufkommt und es hat diesen ersten Führer, diesen Horn und das ist dieser Ziegenbock hier. Right. So now, what is it we're predicting is going to happen to this kingdom right here? Was sagen wir voraus? Was wird mit diesem Königreich hier passieren? Yeah, she's going to be smitten, right? Also sie wird bestraft werden. And if you just look at what happens here, Wenn wir einfach schauen, was hier dann passiert. verse 7. Vers 7. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns, and there was no power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Right, so we looked at this. This is where God's will is going to be fulfilled. Wir haben uns hier angeschaut, das ist, wo Gottes Wille erfüllt wird. Therefore, the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, for it came up four notable ones towards the four winds of heaven. Right? So, Vers 8. and how I understand it, as soon as this kingdom smites this kingdom, that great horn gets broken. So they're both sort of being punished at the same time. So wie ich das verstehe, ist sobald hier diese Macht hier bestraft, wird auch diese Macht in dem Sinne bestraft, weil dieses große Horn bricht. Sie werden also beide fast gleichzeitig bestraft. And then what happens, you have these four little horns, Was dann passiert ist, man hat diese 4 kleinen Hörner, die dann noch übrig bleiben. right, which represents this worldwide union that comes together. Und die stellen das weltweite Bündnis dar, was dann zusammenkommt. Okay. And then we come down to verse 9. Dann kommen wir zu Vers 9. And out of one of them, out of one of which? Und aus einem von ihnen, One of these horns, right? einem von diesen Hörnern. And this is one of the things Jeff was he was teaching us out of one of the four winds, right? Das ist etwas, was Jeff damals falsch gelehrt hat. Er hat gesagt, es käme aus einem der 4 Winde. And it shows it very clearly here on this chart. Here you got these four horns and Rome coming out of one of those Aber horns. es zeigt uns sehr deutlich auf der Karte, dass dieses kleine Horn aus einem dieser 4 Hörner kommt. Also Rom kommt aus einem dieser 4 Hörner hervor. And when you understand this scenario, you can see that it's the League of Nations, right? And it's going to come out of the League of Nations. Wenn du das Szenario verstehst, dann sind diese 4 Hörner dieser Völkerbund und dieses römische Horn kommt aus diesem Völkerbund hervor. Okay. So, and it's interesting because Germany was part of the League of Nations. Und das ist auch interessant, denn Deutschland war ja auch Teil des Völkerbundes gewesen. And he took himself out of the League of Nations Und Deutschland hat dann irgendwann daraus ausgetreten. and before he came to power, because this would be typifying this would be the World War One, this would Das be ist der Weltkrieg 1 World War Two. und das ist der Zweite Weltkrieg. But as we were looking at this, we were understanding that really these two wars is representing one power, and it's just the phases that it's going through. Right? Wir es uns angeschaut haben, dass diese beiden Weltkriege letztendlich eine Macht beschreiben, aber diese eine Macht geht durch verschiedene Phasen hindurch. Okay, so verse 9, right? So, and out of one of them came forth a little horn which waxed exceeding great toward the south, toward the east, towards the pleasant land. So what do we see repeating? Was sehen wir hier? Was wiederholt sich?
Right. And we know that this fourth kingdom is consisting of two parts, Stößt right? auch gegen 3 Himmelsrichtungen und wir wissen, dass dieses vierte Reich besteht aus 2 Phasen, 2 Teilen. Paganism and paganism and papalism, right? So you got this Also Heidentum und Papsttum. because you have this in Daniel 7. You have this Daniel 8. You have this little horn that comes up here, the papal horn. In Daniel 7 und Daniel 8 haben wir dieses kleine Horn, was da aufkommt, dieses päpstliche Horn. Okay, in Daniel 7, it's the pagan horn, and in Daniel 8, it's the papal horn. But Genau, in Daniel 7 ist der Papal Horn. Okay, sorry. In Daniel 7 is the papal, Daniel 8 is both, yes. Also Daniel 7 ist es das päpstliche Horn und in Daniel 8 ist es letztendlich sowohl das heidnische als auch das päpstliche Horn. Okay, but the point I want us to get to see is when we went through this other day, we were shown that this fourth kingdom, the Lord was designed in the Bible to see us that it's just one kingdom, right? Also With wir haben both uns these parts. letztens angeschaut, dass dieses vierte Königreich der Herr so dargestellt hat, dass es letztendlich ein Königreich ist, nur mit 2 Teilen oder 2 Phasen. Okay, because when we looked at this, come down to verse 11. Vers 11. Yeah, he magnified himself even to the prince of the host. What is that? Was ist das, wo er sich zu dem Fürst des Heeres erhoben hat? What happened when he magnified himself to the prince of the Was host? passiert, als Rom sich zum Fürsten des Heeres erhoben hat? Right, it's the cross, right? Das war das Kreuz. The midnight cry is the cross, Der right? Mitternachtsruf ist das Kreuz. And by him the what? Durch ihn wurde was? The daily is taken away, Wurde das right? täglich hinweggenommen. And the place of his sanctuary was cast down, and an army was given him against the daily by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced, and it prospered, right? So this is where the papacy gets its army. All these things, I'll just show you the parallel to that. Go Das to ist jetzt, so bis Vers 12 haben wir gelesen, das jetzt, wo das Papsttum seine Armee bekommt. Ich möchte eine Parallele zeigen in Daniel Daniel 11:31. Daniel 11, Vers 31. Just go to Daniel 11:31. Zu Daniel 11, Vers 31. Because all these things happen at different points in history, but it's all happening simultaneously here. That's what the Lord wants us to understand. All diese Dinge, die sind zwar historisch an verschiedenen oder unterschiedlichen Zeitpunkten passiert, aber hier am Ende der Welt passiert das alles zur selben Zeit. Zusammenfügen. Daniel 11:31 says, Daniel Vers 31 sagt, "Arms shall stand on his part." That happened in 496. also dass die Armeen an seiner Seite standen, das war 496 And they shall- nach Christus. Pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily 508, Und sie nehmen das tägliche hinweg, das war 508. and they shall place the abomination that maketh desolate 538. Und sie setzen diese Gold der Verwüstung ein, das ist 538 gewesen. So you have 3 different events in 3 different times in history, all marking the same point in time, Das right? sind 3 verschiedene Ereignisse, die historisch gesehen an 3 verschiedenen Daten waren, aber sie markieren dasselbe Ereignis hier am Ende der Welt. So when you go back to Daniel 8, those 3 things is what you're seeing happening right there. Und wenn du zurück zu Daniel 8 gehst, dann sind das diese 3 Dinge, die wir hier dann in Vers 12 lesen können. Right? And it's marking it all taking place at the cross. Right? Und das markiert das alles am Kreuz, dass es dort stattfindet. Everybody, at least follow that logic. Kann jeder zumindest dieser Logik folgen? Okay. And all this happens, right? All this brings us down to the judgment. That's what we were looking at, in verse 13 forward, Und right? all das bringt uns dann hinab zum Gericht in Vers 13 und die weiteren Verse. So it brings you down to
the judgment, Das bringt dich dann hinab zum Gericht. which is here, right? Was in diesem Fraktal dann hier ist. Who's getting judged there? Wer wird hier gerichtet? The woman, Die right? Frau. Okay, so in a small measure she gets judged here, right? But it's really pointing down to here, In right? einem kleinen Maße wird sie hier gerichtet, aber es weist letztendlich dort hinab auf diesen Punkt im perfekten Sinn. Okay, and even there it's a type because it's really pointing down to this point where she's going to be judged. Und sogar das hier ist dann nur ein Typus, denn es weist letztendlich auf dieses endgültige Ende der Gnadenszeit für alle Menschen hin, wenn sie gerichtet wird. Okay, just repeating patterns. It really wants to point down to the 7 last plagues where everything's going to fulfill perfectly. Also es möchte uns wirklich dort hinabführen zu den 7 letzten Plagen, wo alles im perfektesten Sinne dann erfüllt werden How wird. is he judged in the second row? I mean, he said there were the 4 little ones. What's happening there? Also wenn sie dort gerichtet wird, Did we not Hier. just read that? was passiert dort? Maybe. What's this? The south comes against the north. Wir haben gesehen, dass dieser Süden hier gegen den Norden kommt. Und das ist dann was dann. Because you basically have the same thing. You have this northern beast, right, which is 2 horns, right, takes 3 geographical areas, and then the south retaliates. You have the Also wir haben hier das nördliche Tier, was 3 Richtungen einnimmt. Und dann kommt der Süden und schlägt zurück. okay, and in a small measure, the deadly wound is healed Im kleinen Maß ist die Todeswunde hier geheilt, because there's a little time of peace. weil es hier eine kleine Zeit des Friedens ergibt. But then she sits again on the 10 horns, Und da sitzt sie dann wieder auf diesen 10 Hörnern right, until the end, right. bis zum Ende. And if you just go I to was focusing on the 4 little ones, but it appeared that the he-goat got judged, but we said before it's at the same point. So yeah, the he-goat is being the he-goat is the 10 kings that eat our flesh and burn it with fire, but then he gets judged also. Also der Ziegenbock sind diese 10 Könige, die ihr Fleisch essen und sie mit Feuer verbrennen, aber dann werden sie auch gerichtet. Und Islam punishes both, right? So since you can show that the south also gets punished there. Also der Islam, der bestraft ja hier beide und deswegen kann man dann noch sehen, wie der Süden auch hier bestraft wird. Okay, so sorry, I was talking in Daniel 8, but I was meaning Daniel 7. If you just go to Daniel 7, verse 9. Wenn wir jetzt zu Daniel 7, Vers 9 gehen, das ist eigentlich, wo ich dann auch mit dem Gericht Yes. was anmerken wollte. So in verse 9 it says, I beheld till the thrones were cast down, and ancient of days did sit. This is taking us to this point here, Das right? bringt uns jetzt zu diesem Punkt hier. And you just go back to Daniel 8, verse 13. Gehen wir jetzt zurück zu Daniel 8, Vers 13. Okay, so Daniel gets shown this vision, and now he wants to understand it. Daniel wurde ihm die Vision gezeigt, jetzt möchte er sie verstehen. In verse 13. Vers 13. Daniel 8, Vers 13. It says, Then I heard one saint speak, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden under foot? So what's his question now? Now that he's seen the whole vision, what's his question? Was ist jetzt die Frage hier, nachdem die ganze Vision gezeigt worden ist? at the end. No, I'm just asking, what's his question? Was ist hier seine Frage? How long? How long, what, Margaret? Wie lange, aber wie lange was? Time of Gericht. Maybe I'm reading something different. How long shall be the vision concerning what? Wie lange soll die Vision bezüglich was sein? Okay, paganism and papalism, right? Von dem Heidentum und dem Papsttum. That's the question he's asking. How long is this pagan powers followed by this papal power going to last for? Wie lange soll diese heidnische Macht und
dann Volk von der päpstlichen Macht wehren? Right? That's the question he's asking, right? Das ist ja die Frage, die er hier stellt, oder? Everybody say amen? Kann jeder Amen dazu sagen? Okay, right? Okay. So, and he's asking how long are these two powers going to tread God's people underfoot, Er right? fragt dann, wie lange werden diese zwei Mächte Gottes Volk unter Füße treten? Now just keep your place there, go to Isaiah chapter 10. Halt an den Finger, hier gehen wir jetzt zu Jesaja 10. In verse 5, Jesaja 10, Vers 5. it says, O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation. I will send him against a hypocritical nation, and against the people of my wrath. I will give him a charge to take the spoil, to take the prey, and to do what? To tread them down like the mire of the streets. Das ist Vers 6. Right. Sie So- niederzutreten wie der Schmutz auf der Straße. And where does Sister White put these verses? Und wo setzt Ellen White diese Verse hier hin? Look, I will say something, and I'm being very serious about this, right? If we are not putting these things in our mind, you're going to be in a lot of trouble. I'm telling you. Ich muss euch ernsthaft sagen, wenn wir diese Dinge nicht in den Verstand legen, dann werden wir in große Schwierigkeiten kommen. You can't sit on the fence on these things, right? You need to make sure you know what these things mean, Du right? kannst nicht auf dem Zaun sitzen, sondern du musst sicherstellen, dass du weißt, was diese Dinge bedeuten, wo sie hinkommen. Okay, so the Assyrian right here is who's going to tread down God's people, right? Das ist ja hier der Assyrer, der hier Gottes Volk niedertritt. Now, so when you go to Isaiah 43, Wenn wir zu Jesaja 43 kommen, was it? No, not Isaiah 43. What am I thinking? Let's see. Where's it? The Assyrian oppressed? Is it 30? it says that he's the Assyrian. Is it 52? Jesaja 52. Yes, 52 verse 4. Jesaja 52, Vers 4. For thus saith the Lord God, my people went down aforetime into Egypt to sojourn there, and the Assyrian oppressed them without cause. Who oppressed them in Egypt? Wer hat sie in Ägypten unterdrückt? The Assyrian, Der right? Assyrer. Okay, so we have to understand how the Lord is bringing, because also go to Ezekiel 31. Gehen wir jetzt noch zu Ezekiel 31. Verse 2. Ezekiel 31, Vers 2. It says, Son of man, speak unto Pharaoh king of Egypt and to his multitude, whom art thou like in greatness? So what's the question? Was ist die Frage hier? Who is Pharaoh like? Right? Wer ist wie Pharao? And what's the answer? Was ist die Antwort? The Assyrian. Der Assyrer. Right? So when you take all these things together, the Assyrian, Pharaoh, and Rome, they're all the same kingdom, right? Wenn du die ganzen Dinge zusammennimmst, dann siehst du, der Assyrer, Pharao, Rom, sind alle dasselbe Königreich. Right? Richtig? Are we sure about that? Sind wir darüber sicher? Right? We must put these things in mind and not forget them. So whenever we come there, we know exactly what it's referring to, Wir right? müssen diese Dinge in unseren Verstand legen, damit wir sie nicht mehr vergessen und immer wenn es wieder angesprochen wird, wir wissen, worauf es Bezug nimmt. Because Pharaoh,
who's the Assyrian, is this great tree, and the great tree is Babylon, and Babylon is Rome. They're all the same. Der Pharao Symbol, ist ja hier dieser große Baum wie der Assyrer und der große Baum Assyrien ist auch der große Baum Babylons und Babylon ist auch Rom, deswegen sind alle letztendlich dieses selbe Reich. So, go back to Daniel 8. Ja, zurück zu Daniel 8. Back to verse 30. Daniel 8, nochmal zurück zu Vers 13. And the reason why I'm saying you have to know these things, because there are already people that are been in this movement that are in perplexity about what's happened with this election. Deswegen der Grund, warum ich euch sage, dass ihr das selbst wissen müsst, ist, weil es Leute hier in der Bewegung gibt, die bereits irgendwie in Ratlosigkeit gekommen sind wegen dieser Wahl in den USA. And if you don't know how to answer these people and have a platform to stand on, your faith will begin to shake. Und wenn du nicht in der Lage bist, diesen Leuten dann zu antworten, und dann wirst du nämlich anfangen zu wanken, weil deine Füße nicht auf der Plattform der Wahrheit sind. The point I was making yesterday, we are not disappointed, right? Der Punkt, den ich gestern gemacht habe, ist, wir sind an sich nicht enttäuscht. If you're having a disappointment now because it didn't happen according to your narrow ideas, you've not been following the prophetic narrative. Wenn du eine Enttäuschung bekommen hast, weil es nicht so sich nicht so ereignet hat, wie es deiner engstelligen Vorstellung vielleicht entsprochen hätte, dann zeigt das letztendlich nur, dass du der prophetischen Erzählung nicht wirklich gefolgt bist. There's a guy out there last night told me that I need to repent and that I'm going to burn alongside Satan, because that's what it says. The false prophets burn alongside Satan and he burns the longest. That's what I was told, right? Zum Beispiel gab es da einen Mann da draußen in so einem WhatsApp-Chat, der hat gesagt, ich muss Buße tun, denn ich werde sonst genauso wie Satan an seiner Seite verbrennen, und denn das ist, was mit den falschen Propheten passiert, die brennen am längsten mit Satan zusammen. Okay, that's coming out of the mouth of somebody who claims to be a Christian, right? Und das kommt aus dem Mund eines Mannes, der vorgibt, Christ zu sein. So you must understand, when your test comes like that, you must have faith in what you believe, right? Also du musst verstehen, dass wenn dieser Test an dich herangebracht wird, du musst Glauben haben können in das, was du bekennst. So back to verse 13. Zurück zu Vers 13. Then I heard one saint speaking to another saint, said unto that certain saint, How long shall be the vision concerning the daily and the transgression of desolation? So how can we say this now in other words? Und wie können wir jetzt Vers 13 in anderen Worten ausdrücken? How long shall the what, sorry? Dann besteht er halt. Yes, the Assyrian. How long shall the Assyrian tread down God's people? Wie lange soll der Assyrer Gottes Volk niedertreten? Right? Richtig? Saying the same thing, right? Sagt letztendlich, würde dann dasselbe sagen. And he said unto me, Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Das ist Vers 14. So, Christ, in the Sunday law crisis, right? He begins his work right here, the first temple cleansing. Right? Christus in der Sonntagsgesetzkrise fängt er sein Werk hier an, die erste Tempelreinigung. And what is his work that he's beginning to do? Und was ist das Werk, womit er anfängt? What's his work that he's beginning to do there, Nick? In welchem Werk fängt er dort an? Tempel. Oh, which is what? Er reinigt das Herz, und was ist das? Why are you saying cleansing the heart? What is it? Warum sagst du das? Was ist das? Look, we just said Christ begins his work here cleansing the temple, and I asked you what it is, and you said cleansing the heart. So what is cleansing the Wir heart? haben ja gesehen, hier beginnt Jesus den Tempel zu reinigen, und du hast dann gesagt, es bedeutet das Herz zu reinigen. Und was ist es, dass das Herz reinigt? Is it not the temple? Okay, that's what I'm asking. So what is cleansing the temple, right? Also es ist reinigt, ist also der Tempel, der gereinigt wird. So Christ announces his work to begin the cleansing of the human heart, and how long does he do it for? Also Christus kündigt hier sein Werk an, das menschliche Herz zu reinigen. Und wie lange dauert das Reinigungswerk? 3 Jahre. Unto 2,300 days,
then shall the sanctuary be cleansed. Oder auch anders ausgedrückt, bis 2300 Jahre, dann soll das Heiligtum gereinigt sein. So from temple cleansing to temple cleansing, because when he walks out of there, it's done, right? Denn von Tempelreinigung bis Tempelreinigung, wenn er dort aus dem Tempel rauskommt, dann ist das Werk abgeschlossen. Right? Same illustration. You got your hand up there, Chris? Dieselbe, Okay, I see your dieselbe finger up. Darstellung. Okay, right. So, unto 2,300 days in this sanctuary, right, this is what he's trying to cleanse, is going to be cleansed, right? Deswegen bis 2300 Jahre, dann wird dieses Heiligtum gereinigt werden, denn das ist, was er reinigen möchte. So, verse 13, what's it telling you you must go through in order to be cleansed? Und was sagt der Vers 13? Wodurch musst du hindurchgehen, um gereinigt zu werden? Hast du ja eingeschlagen. Right. You must go through the persecution by the daily, and then the persecution by the transgression of desolation, which is the papacy. Du musst also Right? durch diese zwei Verfolgungszeiten gehen, nämlich einmal die Verfolgung des täglichen und dann die Verfolgung durch die Übertretung der Verwüstung, das So- päpstliche Macht. When Nicodemus comes to Christ and he says, unless a man be born again, what's he saying to him? Als Nikodemus zu Christus kommt und Jesus ihm sagt, es muss ein Mensch neu geboren werden, No, what's Christ saying to was Nicodemus? sagt Christus damit zu Nikodemus? He's telling Daniel 8:13, right? Er erklärt ihm letztendlich Daniel 8, Vers 13. He's answering the same question. Er beantwortet ihm dieselbe Frage. The daily, first birth, transgression of desolation, second birth. Er sagt ihm Right? letztendlich, du musst durch das tägliche gehen, um die erste Geburt zu bekommen und durch die Übertretung der Verwüstung, um die zweite Geburt zu erhalten. First birth, second birth. Erste Right? Geburt, zweite Geburt. Right? So here you have the daily. Hier haben wir das tägliche. What happens to the daily here? Und was passiert mit dem täglichen hier? Weggenommen. Taken away. Es wird weggenommen. Because now you have the transgression Denn hier haben wir jetzt die Übertretung der Verwüstung. of desolation. Right? Übertretung der Verwüstung. And it's your final test, Und right? das ist dein finaler Test. Because when you're born twice, you enter in the kingdom, you become the church triumphant. Denn wenn du das zweite Mal geboren bist, trittst du in das Königreich ein und du wirst die triumphierende Gemeinde sein. Right? Richtig? You see how Christ is constantly, everything he's saying, he's constantly paralleling these prophetic events. Deswegen Right? sehen wir Jesus in allem, was er sagt, beständig diese prophetischen Ereignisse immer parallel setzt. Okay. Now, just come down, right? Verse 15. Jetzt zu Vers 15. And it came to pass when even I, Daniel, had seen the vision and sought for the meaning, then behold, there stood before me as the appearance of a man. And I heard a man's voice between the banks of the Ulai, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. What's Gabriel now to do? Und bis Vers 16, was soll Gabriel jetzt tun? Explain Right, he's to make him understand the vision, right? Er soll ihm die Vision erklären. Now, we'll just like push this up a bit, right? So, the temple cleansing, right? Okay, so we know that the point that I want to get, he shows him the whole vision and he brings him up to a point where Christ says, make him understand the vision. Also Right. Daniel wird die gesamte Vision gezeigt und dann bringt er ihn zu einem Punkt, wo jetzt Christus dem Gabriel sagt, erklär ihm jetzt die Vision. Okay, just hold your place there. Go to Daniel 1. Also am Finger hier gehen wir zu Daniel 1. Because I think the same pattern has been illustrated here in all these stories, right? Ich glaube, das ist dasselbe Muster, was in all diesen Geschichten hier illustriert ist. So, verse 14. Vers 14. So he consented to them in this matter and proved them 10 days. And at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus Melchizedek took away the portion of their meat and the wine that they should drink, and gave them pulse.
As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. What's God giving to them Das ist here? Vers 17, was gibt Gott ihnen hier? He's giving them understanding, right? Gibt ihnen hier Verständnis. And where did we put this point where Daniel receives understanding? Wo haben wir diesen Punkt markiert, wo Daniel dieses Verständnis erhält? After 10 days? Oh, No, you no. mean this 10 days where you've been... Okay, but Nach den 10 Tagen, Yes, that's wo what it sie says. geprüft worden sind, that's not what I'm asking. Oh, Where that's- on our line do we put it? wo auf unserer Linie setzen lassen. No way. Have we forgotten so quickly? Where did we put this? Haben wir das schon vergessen? Wo haben wir das hin? He's not stood platziert? before the king yet. Er stand ja noch nicht hier vor dem König. The beginning of the 10 days, right? Anfang dieser 10 Tage hier. What's happening to Ezekiel at the beginning of the 10 days? Was passiert mit Hesekiel am Anfang der 10 Tage? The heavens are being opened to him, Die right? Himmel werden ihm geöffnet. What's he been given? Und was wird ihm gegeben? He's been given a vision of heavenly things, right? Ihm wird eine Vision himmlischer Dinge gezeigt. Okay? So, just take it, this 10 days, so we're down here, right? Diese 10 Tage, das ist dann wieder hier, in diesem Fraktal hier. So, I want to suggest Daniel is here, right? And he's been given an understanding of these things. Now, just let's go back to Daniel 8. Gehen wir zurück zu Daniel 8. Ich möchte also vorschlagen, dass Daniel dort steht und ihm wird jetzt ein Verständnis dieser Dinge gegeben, die er dort gesehen hat. And what does Daniel see now? Was sieht Daniel jetzt hier? What's standing before Daniel? What's he seeing? Which verse are you? We were in Daniel 15. He asks. Also sought for Daniel 8, meaning. Vers 15. Oh, Was sieht Daniel jetzt hier? what does he see? Was sieht er? The meaning of the No. It says, he sought for meaning, and behold, there stood before him the appearance of a man. Also Right. die Erscheinung eines Mannes stand jetzt vor ihm. Who is this man that's appeared before him? Wer ist jetzt dieser Mann, der vor ihm erscheint? Christ, right? Christus. However, right? It says, and I heard a man's voice between the banks of the Ula, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. So Das ist Vers 16. maybe we don't remember, but what is it that Daniel is seeing right here? Was ist das Daniel hier sieht? No. We're so forgetful of these things, right? So, Das sind so where, vergesslich, where, was diese Dinge angeht. where does Daniel see Christ? Wo sieht Daniel, wo steht Christus? He's on. No. Daniel's Christ is on the bank. and I heard a man's voice between the bank of the So between the banks, it's not on the bank. Zwischen den Ufern. So if there's a bank on one side of the river and a bank on the other side of the river, where's Christ? Wenn ein Ufer auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist und Christus ist in der Mitte der beiden Ufer. Right, he's wo ist in the middle of it, er? Er right? ist in der Mitte von den beiden Ufern. So Christ is in the middle, right? He's this great light. Christus ist in der Mitte, er ist dieses große Licht. And you got an angel, which is Gabriel. Wir den Engel, welcher Gabriel ist. And who's Gabriel? Und wer ist Gabriel? Is the anointed, one of the anointed ones, right? Einer der Gesalbten. Or not one of the anointed. He represents the anointed ones, right? Nicht einer von denen, sondern er stellt diese Gesalbten dar. Now just keep your place there. Go to Daniel 12 because the Also Bible eure always Finger hier, explains gehen wir itself. zu Daniel 12, die Bibel erklärt sich. Verse 5. Daniel 12, Vers 5. Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other two. How many standing? Wie viele stehen dort? There's two, right? Also stehen zwei. The one on this side of the bank of the river,
and the other on that side of the bank of the river. And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, how long shall it be to the end of these wonders? What's he asking? Was fragt er hier? How long? Wie lange? It's the same illustration, right? Dieselbe Illustration. So when you go back to Daniel 8, what's Daniel seeing? Wenn du zurückgehst zu Daniel 8, was sieht Daniel? He's seeing an angel on one side of the bank of the river and an angel Yes. on the other side of the bank of the river, and Christ is on the Er sieht einen Engel waters. auf der Right? einen Uferseite und einen Engel auf der anderen Uferseite und Christus ist in der Mitte der Wasser. Okay, I'll give you another illustration Ich of it. möchte Right? euch eine weitere Darstellung davon geben. Go to Revelation 22. Ich bin jetzt Offenbarung 22. Verse 1. Vers 1. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Where's the river coming out of? Wo kommt der Fluss hervor? Out of the throne, right? Aus dem Thron Gottes. So the throne is sitting, is the source of the river, right? Der Thron ist diese Quelle dieses Flusses. It says, in the midst of the street of it, and on Yes, sir. either side of the river was there the tree of life. So what's either side of the river? Was ist auf einer Seite oder auf den jeweiligen Seiten des Flusses? Tree of the Yeah, but there's a trunk on one side, there's a trunk on the other side, but it's one tree, right? Also es ist ein Stamm auf der einen Seite, ein Stamm auf der anderen Seite, aber es ist letztendlich ja ein Baum. What do these two trees represent? Und was stellen diese beiden Bäume dar? The two anointed ones, right? The two olive trees in Zechariah's vision, Zwei right? Gesalbten, die zwei Ölbäume aus Sacharja 4. Okay, it's the same vision, right? Das ist der Vision. It's also nice because it's the tree of life, right? Yes. So they bring this life-giving oil to you. Yes, this is the heavens are open. This is the promise that's going to be given to Und you, das ist right? ja auch schön, weil das ist der Baum des Lebens und das sind die zwei Gesalbten, die also dieses lebenbringende Öl dir bringen. Who always gives us understanding? Wer gibt dir immer Verständnis? It's Gabriel, right? It says it right here, Das ist right? Gabriel. Verse 16. Gehen wir zurück zu Vers 16, Daniel 8, Vers 16. And I heard a man's voice between the banks of the Ulai, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. Gabriel's the one that comes, it's the anointed ones come and they pour the oil into you, right? Das ist Gabriel, der kommt, das sind die Gesalbten, die das Öl in dich gießen. So he came near where I stood, and when he came, I was afraid and fell upon my face. So what's the result of him seeing this vision? Also, was ist das Resultat hier von dieser Vision? Also Vers 17 haben wir noch gelesen. He falls on his face, right? Ja, er fällt auf sein Angesicht. So when Ezekiel, what does Ezekiel see on the 5th day of the 4th month? Was sieht der Hesekiel am 5. Tag des 4. Monats? He sees the cherubims surrounding Christ on the throne, Er right? sieht die Cherubim, wie sie den Thron Christi umgeben. Richtig? Right? It's the same thing, right? Das ist dasselbe. And what was the result of him seeing that vision? Und was ist das Resultat von der Vision, die er dort gesehen hat? He fell on his face, right? Er fällt auf sein Angesicht. Okay, and we know he falls on the face at the end, Wir right? wissen, dass er am Ende auf sein Angesicht fällt. So this vision, because the heavens are open there, you see this vision, and it leads you to have this humbled in the dust experience. Man sieht also right? diese Vision hier, die Himmel werden hier geöffnet und das führt ihn dann ganz zum Ende zu der Erfahrung, dass er in den Staub gedemütigt wird. Now I want to see who's a student of prophecy at this point, Dann right? möchte ich jetzt sehen, wer von euch ein Student der Prophetie ist mit diesem nächsten Punkt hier. Okay, verse 18. Vers 18. Now, as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face towards the ground, but he touched me and set me upright. And he said, Behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation, for the time appointed the end shall be. The ram which thou sawest having two horns are the kings of Media and Persia, and the rough goat is the king of Grecia, and the great horn that is between his eyes is the first king. Now that being broken, whereas 4 stood up for it, 4 kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power.
And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. What's he doing? Das ist Vers 23. Was tut er hier? Yes, that's correct. He is Wir doing geben Ihnen that. jetzt eine Erklärung erstmal von dem, was Daniel bereits gesehen hat. But that's Ja, too easy, stimmt. right? Aber das ist zu einfach. So I'll ask again, what's he doing? Also was tut er hier? There's a biblical answer. Es gibt hier eine biblische Antwort darauf. No, okay. Maybe my question is just too vague, but you'll get it in a minute. Go to John 16. Frage einfach nur zu weit gefasst. Gehen wir zu Hiob, John 16 John. Johannes 16. and verse 25. Johannes 16, Vers 25. Ah, You get it? It's so nice, this, right? genau. Also Johannes 16, Vers 25. It says, "These things have I spoken unto you in Proverbs." What's a proverb? Also was ist ein Gleichnis? It's a parable, Ein Gleichnis. right? Spoke to you in Christ only spoke in parables, right? Christus hat immer nur in Gleichnissen gelehrt. Did the people understand the parables? Aber haben die Leute das Gleichnis verstanden? No. Nein. How did they understand the parables? Aber wie haben sie das Gleichnis verstanden? By running after Christ and saying, "Explain to me the parable," right? Indem sie hinter Christus hergelaufen sind und haben gesagt, Herr, erklär uns das Gleichnis. So Daniel was being given this parable, right? Also Daniel wurde dieses Gleichnis dann gegeben. Did he understand it? Hat er es verstanden? Did he seek to understand it? Hat er danach getrachtet? es zu Yes. verstehen? Ja. What did the Lord say then? Und was hat der Herr ihm dann gesagt? Gabriel, make this man understand this parable, right? Gabriel, erkläre diesem Mann dieses Gleichnis. These things have I spoken unto you in Proverbs, but the time cometh when I shall no more speak to you in Proverbs, but I shall show you plainly of the Father. At that day ye shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray the Father for you, for the Father himself loveth you, because you have loved me. How do you love Christ? Vers 27. Wie liebst du Christus? Yes, come on, Fjord. That's Yes, correct, but that's eine not Quote, the ja. answer. Das ist nicht die How do you get this to this point? What must you do? Wie kommst du zu diesem Punkt? Was musst du tun? Yes. Ich sterben. Okay, maybe. Prayers You must stand before kings and confess his name, right? Du musst vor den Königen stehen und seinen Namen bekennen. It says, "Whosoever believeth on him shall not perish." When are you going to perish? Es steht ja geschrieben, wer immer auch an ihn glaubt, der wird nicht umkommen. When, Daniel? When they come to face with death, Wo right? sind wir mit dem Tod bedroht? Nämlich hier, wenn wir mit dem Tod bedroht So werden. when you come face to face with death, you've got this fear of perishing, right? And you have to have this faith. You stand before these kings. You must give testimony of Christ, right? Also wenn du hier ja mit dem Tod bedroht bist, dann hast du diese Angst umzukommen und dann brauchst du aber den Glauben, du musst Christus jetzt bekennen. Daniel stood before Melzar, right, and says, "Prove me now these 10 days." Daniel stand vor Melzer und hat gesagt, prüfe mich jetzt diese 10 Tage. Okay? And Daniel sought, when he's eating this correct food, he's seeking for understanding, right? Daniel dann für diese richtige Speise zu sich nahm, hat er danach getrachtet, besser die Dinge alle zu verstehen. He's been proved, right? Er wurde geprüft. And these 10 days that you've been proved as the ones written in Revelation, you shall be tried for 10 days, but if you stand fast unto death, I will give thee a crown of life. Something Diese along that. 10 Tage, die ja geprüft worden ist ja das, was in Offenbarung 2 steht. Du wirst diese 10 Tage geprüft werden und du wirst ins Gefängnis geworfen werden, aber sei treu bis in den Tod, dann wirst du die Krone des Lebens bekommen. So, back to John 16, verse 27. Gehen wir zurück zu Johannes 16, Vers 27. For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God. So, whosoever believeth on him shall not perish, but have everlasting life, right? Wer auch immer an ihn glaubt, der wird nicht umkommen, sondern ewiges Leben haben.
I came forth from the Father, and I'm coming to the world. Again I leave the world and go to the Father. His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb. Right? Das ist Vers 29. So when you go back to Daniel 8, Und zurückkommen zu Daniel 8. when Daniel is humbled in the dust, how does Gabriel start speaking to him? Als Daniel hier in den Staub gedemütigt wird, wie spricht jetzt Gabriel zu ihm? Plainly. Spricht klar und deutlich zu ihm. Plainly tells him what those things mean, right? Er erklärt ihm klar und deutlich, was diese Dinge bedeuten. Yes. Amen. Amen. I thought this was wonderful. Now, you see why it's important to understand all these little pieces, right? Deswegen, wir können sehen, warum das so wichtig ist, diese ganzen kleinen Teile zu verstehen. Because when we've been going through Daniel, the book of Daniel, chapter after chapter, leading us to this same point, and we're in this point right now in type, right? Und wenn wir durch diese Kapitel gehen, dann sehen wir immer dasselbe und es führt uns Punkt für Punkt hinab. Und wir sind jetzt momentan in dieser Erfahrung im kleinen Typus. Now, I wanted to get to something else, but we haven't got time to do Und ich that. wollte an sich zu noch einem anderen Punkt kommen, aber da haben wir heute Morgen keine Zeit. Okay, I will do that tomorrow morning. Das werde ich morgen früh machen. But this is where we are now in type, right? In this little point here, Aber right? das ist ja, wo wir jetzt sind, im Typus, in diesem kleinen Punkt hier. And is the Lord giving us understanding? Und gibt der Herr uns momentan Yes, Verständnis? we're understanding things that we've never understood Ja, wir before, right? verstehen Dinge, die wir bisher noch nie verstanden haben. Okay, and right here, if you're faithful, Genau hier, wenn du treu bleibst. the Father's going to love you and He's going to give you this great vision. He's going to speak to you very plainly and explain everything. Und Right? jetzt am Ende, wenn du treu geblieben bist, dann wird der Herr dir oder der Vater dir diese große Vision geben und er wird klar und deutlich zu dir sprechen und dir alles verständlich machen. Amen? Amen. Okay, let's close with Lass uns hier abschließen. Father, Lieber himmlischer Vater, thanks for this morning worship we just finished. danke für diese Morgenandacht, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist. But when we now go our ways, don't let it be finished in our minds and hearts. Aber wenn wir jetzt hier wieder davonziehen, bitte lass das nicht zu Ende sein in unserem Verstand und in unserem Herzen. Let us think about that. Let us help us to remember all this. Lass uns darüber nachdenken und hilf uns an diese ganzen Sachen zu erinnern And see the beauty and the truth in it. und die Schönheit und die Wahrheit darin zu erkennen. And please let us be open for more of that light. Und bitte lass uns offen sein für noch mehr Licht. Thank you in Jesus' name. Danke in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.